Leute, wir haben es geschafft. Wir sind auf 134 Meter Höhe. Sydney Harbour Bridge. Guten Morgen! Guten Morgen! Wir sind heute richtig früh aufgestanden, weil wir einiges sehen wollen. Wir wohnen nämlich 1,5 Stunden bzw. 1 Stunde 20 aus der Innenstadt Sydney entfernt und Genau, richtig. steht viel an. Um genau zu sein, sind wir bei den Northern Beaches bei Narrabeen. Das ist das größte Küstengebiet hier in der Sydney-Region. Und ja, jetzt müssen wir ein bisschen Platz machen hier. Wir freuen uns auf jeden Fall, heute einiges zu sehen. Let's Los go! geht's! Das ist angeblich die beste Schokolade in der ganzen Stadt. Aber die ist es auf jeden Fall, oder? Ja! Best hot chocolate in Australia! Thanks, mate. I'll see you next time. At least in Sydney. Thank you. Thank you. Ja, wir lieben es ja, über Märkte zu schlendern und daher ist Australias Home of Seafood heute unsere erste Station. Wir besuchen den Sydney Fischmarkt. Wir sind nur 15 Minuten mit der Tram hierher gefahren vom Circular Quay. Einmal umsteigen, ganz einfach. Wir sind echt gespannt, was uns heute erwartet. Let's go! Das Wetter hier in Australien ist so unständig zurzeit. Jetzt ist es wieder super heiß, wir packen gerade unsere Regenjacken ein. Eben war es so kühl und dann hat es vorher noch geregnet. Ein Hin und Her hier. Jetzt müssen wir uns einloggen, denn wir besuchen ja einen Markt und was ist wieder ein öffentlicher Platz am Flug. Genau, Da müssen wir uns wieder einchecken. das geht ja flink. Fischvielfalt hier ist der Wahnsinn, aber trotzdem wollen wir nichts sehen. Fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Schon Wahnsinn, was man hier alles bekommt. Krass. Alles frittiert hier. Da gibt es sogar komplett überbackenen Hummer für $22. Davon wirst du satt auf jeden Fall. Hier gibt es nicht nur Fisch, sondern auch frisches Obst.
Unglaublich, wir suchen seit einem Jahr nach Majoran und hier auf diesem Markt ist Tatsache frischer Majoran. Den können wir allerdings nicht mitnehmen, beziehungsweise kommen wir jetzt hier in der Stadt nicht so zum Kochen. Und der würde frisch werden. Jessie sucht gerade nach. Nein, sie hat ihn. Ich hab's gefunden. Wahnsinn. Seit einem Jahr, seit wir hier in Australien sind, suchen wir dieses Gewürz und jetzt haben wir es endlich gefunden. Kochen kann wieder losgehen. Richtig gut. Direkt nebenan ist die Anzac-Brücke. The Anzac Bridge. Ja, wir hatten uns ein bisschen was anderes vorgestellt vom Fischmarkt. Das ist eigentlich ein ganz schöner Markt, so ist es nicht, aber wir wollten ja eigentlich mehr so das Treiben auf dem Markt sehen, wie der Fisch kommt, wie der Fisch geht, wie der zubereitet wird. Aber das war es eigentlich nicht, oder? Nee, aber trotzdem, wenn man frischen Fisch kaufen will, dann ist man da auf alle Fälle an der richtigen Stelle. Oh ja, definitiv. Ja, jetzt sind wir 3 Stationen später ausgestiegen bei der bei Darling Harbour. Das ist eigentlich das Freizeit- und Erholungsgebiet hier von Sydney. So sieht's aus. Hier gibt's das Sea Life, hier gibt's ein Zoo, hier gibt's Madame Tussauds. Alles hier auf einem Fleck zu finden. Genau. Und auch das Maritimmuseum von Australien. Richtig. Und das ist im Prinzip auch der Eingang zu der Stadt. Und dort oben sieht man auch schön den Tower, den Sydney Tower, wo wir unbedingt noch rauf wollen. Hier läuft das Wasser die Treppen hinunter. Total cool aus. Hey, von diesem Platz hat man einen richtig guten Blick auf die Stadt. Es ist Wahnsinn, wie wenig hier los ist. Wir können uns vorstellen, wenn das mit Covid hier nicht wäre, dann wäre der ganze Platz bestimmt voll. Es ist richtig entspannt und ruhig hier. Hallo! Obwohl viele Geschäfte hier im Paddy's Markt geschlossen haben, sind immer noch einige Geschäfte offen. Das erinnert uns mehr an den Polenmarkt als an alles andere. So, hier gefällt uns Obst- und Gemüseabteil auf jeden Fall besser als im Fischmarkt. Schön groß und ein bisschen Auswahl und Angebote. Avocados für $1. Und das nennt sich in Australien Pfirsich. Also Ballermänner. Jetzt gibt es mal einen kleinen Snack, ein paar Weintrauben für 80 Cent. Hier sind wir in Chinatown. Ist auch echt wenig los hier. Within the 4 seas, all men are brothers. Let's go. Wir haben keine Ahnung, was das ist, aber Matteo will unbedingt probieren. Ja, Emperor's Puff. Emperor's Puff. 40 cents each. Ja, können wir doch mal 5.
Thank you so much. Okay, schauen wir mal. Oh. Mit flüssigen Kern. Aber Jessie würde sagen, das sind Mutzen. Habe ich nämlich vor 2 Jahren kennengelernt auf dem Rostocker Weihnachtsfest. Mutzen aber ohne Puderzucker. Auf dem was? Auf dem Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsfest. Schmeckt's dir? Ich will auch einen. Ja gut, das waren jetzt 50 Meter Chinatown. Im Prinzip war es jetzt ein Chinatown wie jedes andere auch. Aber dieses hier ja, war sehr klein, sehr gewöhnlich, ungewöhnlich. Aber immerhin haben wir die Puffs kennengelernt. Die waren sehr lecker. Aber jetzt verlassen wir auch wieder Chinatown. Weiter geht's. Neuer Tag, neues Glück. Hier hinten auf der Fähre können wir die Masken abnehmen, weil wir ganz alleine sind. Heute fahren wir wieder in die Innenstadt. Genau, heute fahren endlich die Hop-on, Hop-off-Busse. Die letzten 2 Tage hatten die sind die halt nicht gefahren. Genau. Und da freuen wir uns super dolle drauf. Und außerdem gehen wir heute auf den, wie heißt der? Tower Eye. wir sind echt aufgeregt und hoffentlich hält sich das Wetter auch, damit wir auch eine schöne Aussicht haben. Und die Motoren starten, jetzt geht's los. Siehst du rückwärts? So, wir haben ja einen Bootsführerschein, das bedeutete rückwärts fahren. 3-mal hupen, rückwärts fahren. Ich kann den Kapitän sogar sehen. Wo ist er denn? Hier an der Seite. Er winkt. Ja? Ja, letztendlich haben wir doch noch die Chance bekommen, in Sydney in einem Hop-on-Hop-off-Bus zu sitzen. Jetzt ist Donnerstag und die Busse fahren wieder. Ja, endlich. Allerdings fahren sie auch nur 3-mal am Tag. Richtig, Also, 10, 12 und 2 Uhr. Genau, 1,5 Stunden geht jetzt eine Runde. Es ist auch nur die eine Tour und nicht 2 verschiedene, die Genau. angeboten werden. Aber es ist in Ordnung. Wir wollen ja nur ein bisschen was über die Stadt erfahren. Eigentlich haben wir ja schon eine ganze Menge gesehen, aber hier im Hop-on-Hop-off-Bus ist halt das Tolle, dass man immer die Informationen aufs Ohr bekommt, in allen möglichen Sprachen, auch in Deutsch. Und ja, deswegen machen wir das jetzt und Genau. freuen uns richtig auf die Tour. Ja, und das Wetter ist sogar auch noch schön geworden. Die Sonne scheint wieder. Also, wir haben auch nicht die Sonnencreme vergessen, den Mute eingeschmiert, gut vorbereitet. Und der Bus ist wirklich richtig, richtig leer. Also sind jetzt hier 4, 5 Leute im Bus. Ja. Es sind halt kaum Touristen zurzeit hier in Sydney unterwegs. Das merkt man auch wirklich stark. Oh ja, definitiv. Was ich nur sagen wollte, Maskenpflicht ist nur unter Deck. Hier oben ist keine Maskenpflicht. Let's go. Die Motoren starten. Wir sind gerade durch King's Cross gefahren. King's Cross ist echt bekannt für günstiges Essen, gutes Essen und gerade abends, wenn es dunkel wird, ist das hier das Rotlichtmilieu von Sydney. Hier befindet sich die Flottenbasis der australischen Marine. Hier ist auch ein Marinesoldat hier unten.
sind da gerade an der Oper vorbeigefahren. Die hat damals wohl 102 Millionen Dollar gekostet. Das ist umgerechnet heute knapp 1 Milliarde Dollar wert. Das ist ja Wahnsinn. Das ist übrigens ein dänischer Architekt, der das gebaut hat. Und es hat Jahre gedauert. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre. Weißt du das noch? 10 Jahre? Es hat jedenfalls Jahre gedauert, die zu bauen. Und Ich glaube, 7 Jahre hat er dafür gekämpft, dass dieses Geld aufgebracht wird. Und dann hat er aufgegeben und irgendwie erst 10 Jahre später oder so, ich weiß es nicht mehr genau. wurde die dann doch vollendet. Genau. Und er ist aber zurück nach Dänemark gefahren. Also er hat das selber nicht vollendet. Ja. Naja, jetzt sind wir gerade nochmal an der Staatsbibliothek vorbeigefahren. Auch total interessant. Das ist die Staatsbibliothek, ja klar, von New South Wales. Und die hat 5 unterirdische Etagen. Total interessant, da werden wir wohl nicht reingehen. Aber wenn es klappt, machen wir nochmal eine Führung in der Oper. Das ist St. Mary's Kathedrale, eine der größten katholischen Kathedralen von Australien. Das ist der Hyde Park. Der wurde 1810 eigentlich als Pferderennbahn genutzt. Daher hat er immer noch diese typische ovale Form. Das ist nicht interessant. Wir waren ja gestern in diesem Fischmarkt gewesen, oder auf diesem Fischmarkt. Jetzt haben wir gerade noch mal ein paar Informationen gehört. Ja, das ist der weltbekannte Fischmarkt und der größte der südlichen Hemisphäre. Da werden wohl täglich 50 Tonnen Fisch umgesetzt. Hatten wir gar nicht den Eindruck, aber gut zu wissen. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind auf 134 Meter Höhe. Sydney Harbour Bridge. Oh, die Sydney Harbour Bridge wurde von 1923 bis 1932 gebaut. Und zu dieser Zeit, also 9 Jahre, hat diese Brücke 3000 Menschen einen Arbeitsplatz geboten. Gerade zu einer Zeit, wo Sydney sehr, sehr schlecht ging. Tolle Zeit. Hier ist gerade das Opernhaus. Das Streichen der Brücke ist eine never-ending Story und es braucht 30.000 Liter Farbe, um die ganze Brücke zu streichen. Gibt's denn da Schönes? Salat! Salat? Du brauchst Kalorien, du läufst ja schon seit 3 Tagen durch Sydney. Falafel ist meine Kalorie. Falafel. Na gut. Tschüss. Dann gehe ich hier zur Kathedrale. Ja, jetzt waren wir gerade in der St. Mary Kathedrale, direkt hinter uns. Richtig, richtig schön. Ja, oder? aus Respekt haben wir aber keine Fotos und Videos gemacht, also stellt es euch einfach wunderschön vor. Genau, und jetzt gehen wir hier den wunderschönen Parkweg entlang und gehen jetzt zum Sydney Tower. Der ist genau über uns und da wollen wir mal schauen, ob wir Karten bekommen, um eine Führung zu machen oder doch hochzukommen. Genau. Und plötzlich sind wir auf dem höchsten Punkt in Sydney. Auf dem Sydney Tower Eye. Es ist so beeindruckend, wirklich, wirklich wahr, richtig toll. Sind 300 Meter über der Erde und haben einfach mal einen richtig, richtig geilen Blick. Leider ist es bewölkt. Trotzdem sieht man aber relativ weit. Da hinten auf der Anzac Bridge ist ziemlich Stau momentan. Hier unten ist auch schon der Darling Harbour, wo wir gestern waren. Das ist ein Maritimmuseum. Hier unten befindet sich Sea Life, Madame Tussauds und auch der Zoo.
Hier ist das Hard Rock Café dort hinten. Hier ist Sydney Harbour Bridge. Hier kann man schön das Treiben der Stadt sehen von hier oben. Das Tolle ist, es gibt hier so eine Bildschirme. Und dort kann man Informationen bekommen über die Sehenswürdigkeiten oder das, was man hier sieht. Zum Beispiel jetzt hier die Sydney Harbour Bridge. Und da bekommt man einfach alle Informationen oder ein paar Informationen dazu. Hier wurde 1932 fertiggestellt. Wenn man das nicht versteht, kann man auch gerne auf Deutsch wählen hier. Die Brücke wurde im Jahr 1932 fertiggestellt und besitzt unter den Bewohnern Sydneys wegen ihres bogenförmigen Baus den Spitznamen Kleiderbügel. Sie ist die Hauptverkehrsverbindung zwischen der Innenstadt und den nördlichen Stadtteilen. Ja, ist ganz cool gemacht eigentlich. Und dort hinten sieht man auch die Oper. Seit einer Woche haben wir hier diese 4D-Sitze mit VR-Brillen. Und Matteo durfte jetzt Tatsache hier kostenlos mitmachen. Sieht nach Spaß aus. Wir sind erst auf die Aussichtsplattform gefahren, weil wir dachten, sie beinhaltet die Bar direkt. Allerdings sind es 2 verschiedene Unternehmen und daher auch 2 separate Aufzüge. Wir empfehlen nur die Bar zu besuchen. Hier hat man einen Mindestverzehr von $30, aber dieselbe Aussicht. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, besucht die Bar zur Dämmerung. So könnt ihr Sydney sowohl bei Tag als auch bei Nacht sehen.